Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Lenovo und zwar ein V15G3 IAP und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar hier. Und ja, also mit dieser Modellnummer findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt genauso wie das Touchpad zusammen mit dem Topcase. Das heißt, da muss man dann wirklich alles ausbauen und in das neue Topcase wieder einbauen. Um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man zuerst alle Schrauben rausnehmen. Das sind die hier, die und auch hier vorne 4. Und da ist es auch so, dass die vorderen 4 ein bisschen kürzer sind als der Rest. Das heißt, die am besten gleich getrennt aufbewahren. Ansonsten sind das aber ganz normale Kreuzschrauben. Und ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Werkzeug, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und im Fall von den Kreuzschrauben kann man da einfach hier ein PH0 benutzen. Und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät verwenden. Wenn man dann alle Schrauben raus hat und die Unterseite vom Gerät trennen will, da zeige ich euch mal kurz, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist die Verbindungslinie, die läuft auch hier auf der Rückseite lang und dann einmal hier um das Gerät herum. Und ich benutze da zum Öffnen einen der Öffner, die hier auch aus dem Werkzeugset kommen. Und dann versucht man im Grunde genommen eben in die Verbindungslinie zu kommen, da eine Lücke zu schaffen und die Unterseite dann wegzuhebeln. Ich versuche das meistens auf der Rückseite, und zwar hier, genau, da kommt man ganz gut rein. Falls das mal nicht so gut geht, kann man sich auch einfach eine andere Stelle suchen. Man kann auch vorne anfangen, aber das Gerät hier ist zum Beispiel auch gebrochen. Aber ansonsten einfach eine Stelle suchen, wo man reinkommt und danach das Knacken übrigens, das ist völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Und dann versucht man sich eigentlich nur mit Geduld um das Gerät herumzuarbeiten und die Unterseite hier eben wegzuhebeln. Und da auch nicht mit Gewalt, einfach mit Geduld. Im Normalfall löst sich das relativ schnell. Wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, kann das ein bisschen länger dauern. Und dann, wie gesagt, einmal drum herum arbeiten. Und meistens kann man irgendwann mit ein bisschen Rütteln und Wackeln die Unterseite dann einfach abnehmen. Und genau, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und da sehen wir hier die Verbindung und den Stecker kann man hier einfach zur Seite rausziehen. Der hat auch hier oben noch so eine kleine Ausbuchtung, wo man dran ziehen kann. Und ja, dann ist man so auf der sicheren Seite. Gut, was wir hier noch sehen ist, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte wäre. Vielleicht ist da jetzt bei eurem Modell auch eine verbaut, aber auf jeden Fall könnte man das hier eben nachrüsten. Der RAM befindet sich hier unter dieser Abdeckung. Dann sehen wir hier die SSD. In dem Fall ist das jetzt hier eine verkürzte SSD.
Da passt aber auch eine normale lange rein, dazu dann aber später mehr. Dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Kabeln, die hier um den Lüfter rumlaufen. Hier sitzt übrigens die CMOS-Batterie, die ist hier nur aufgeklebt und läuft hier zum Mainboard. Das heißt, auch die kann man abnehmen. Und dann auch hier drüben zum Beispiel dieses Board, das könnte man auch separat tauschen. Ja, und dann sehen wir hier natürlich noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich den Akku rausnehmen. Ja, und der wird jetzt nur von diesen Schrauben hier gehalten. Und da muss man sich eigentlich nur merken, dass die hier unter dem Gehäuse für die 2,5 Zoll sitzen. Und ich denke, genau, die beiden braucht man nicht. Also man braucht wirklich nur die 4 hier. Und sobald die draußen sind, kann man den Akku quasi nach oben aus dem Gerät nehmen, da einfach unten drunter vorziehen und so gegebenenfalls eben auch tauschen. Den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten ziemlich einfach. Der ist jetzt wie gesagt hier unter so einer kleinen Abdeckung. Die kann man aber einfach nach oben abnehmen. Da kann man auch, wenn man nicht gut rankommt, irgendwo drunter hebeln, halt an der Stelle, wo auf der Platine nichts ist. Geht aber mit den Fingern auch meistens ziemlich gut. Und ja, das ist jetzt hier festgeklebt, das muss man nicht abziehen. Das kann man jetzt auch einfach so ein bisschen drüber lehnen. Und so kommt man an den RAM dran. Der RAM selber wird halt jetzt nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Die kann man so ein bisschen nach außen ziehen, dann springt der einem hier förmlich schon entgegen. Und ja, dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und so eben auch nachrüsten. Beim Einbau ist es so, der geht nur in eine Seite, in eine Richtung quasi rein. So würde der nicht passen. Und dann kommt er zurück in den Slot bis ganz zum Anschlag und wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und ja, dann kann man hier ja, glaube ich, ganz gut sehen, diese Halteklammern hier, da kommt jetzt einfach die Abdeckung wieder drüber. Genau so. Und ja, schon hat man das erledigt. Und genauso einfach ist tatsächlich auch die SSD, ob das jetzt eine verkürzte oder längere ist. Es wird jeweils von dieser Schraube hier gehalten. Und dann kann man die SSD quasi nach hinten aus dem Slot ziehen. Hier ist noch so ein kleiner Kühlstreifen drauf, der klebt manchmal ein bisschen. Und genau, wie gesagt, in dem Fall ist das eine verkürzte SSD. Die ist jetzt hier auch tatsächlich einfach nur aufgesteckt. Wenn man da jetzt eine lange SSD rein machen will, braucht man das natürlich alles nicht mehr. Das heißt, in beiden Fällen auch das gleiche wie beim RAM. Es geht nur in eine Richtung. Kommt die zurück in den Slot, einfach bis ganz nach hinten. Wird wieder nach unten gedrückt. Das geht auch genau hier drum. Also man weiß, dass das dann richtig sitzt. Und dann muss die einfach nur noch wieder verschraubt werden. So, bei dem Gerät kann man auch den Lüfter tatsächlich einzeln tauschen. Und da ist es so, der wird eben von diesen Schrauben hier gehalten. Und man sieht hier noch das Kabel. Das kann man einfach zu der Richtung rausziehen. Da würde ich auch probieren, am Stecker selber zu fassen. Und genau, beim Ausbau kann es passieren, dass die WLAN-Kabel hier abspringen. Das ist aber normal. Die sind nur quasi wie ein Druckknopf oben drauf gesteckt. Das wäre jetzt also nicht schlimm. Wenn man vorsichtig ist, kann man dann hier auch ein bisschen gegendrücken. Aber jetzt erstmal losschrauben. Genau, und dann kann man den Lüfter eben nach oben aus dem Gerät nehmen. Und wie gesagt, die WLAN-Kabel, die hier drumherum laufen, die müsste man jetzt hier eben dann natürlich ausfädeln. Und da kann es natürlich passieren, dass die hier abspringen. Und falls das so sein sollte, dann steckt man die quasi wirklich einfach wieder oben drauf und drückt die nach unten hin fest. Und genau, so kann man den Lüfter eben ziemlich einfach tauschen. Beim Wiedereinbau tatsächlich einfach nur schauen, dass die WLAN-Kabel auch wieder richtig drin sind. Also vor allem schauen, dass die nicht irgendwie unter dem Lüfter landen und dann da irgendwie verknickt werden oder ähnliches. Das will man halt nicht. Deswegen sind die hier auch drumherum. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Und dann führt man die hier wieder zurück.
Und der Lüfter selber, der setzt sich hier so quasi auf die Schrauben drauf. Und da weiß man dann also, dass der wirklich in der richtigen Position ist. Und da würde ich auch, bevor man irgendwas weiteres macht, schauen, dass der auch wieder verbunden ist. Da kann man hier übrigens auch sehen, falls man nicht genau weiß, wie rum das reinkommt. Dieser Stecker hier, der hat auf der einen Seite kann man die Kontakte sehen. Und die zeigen in dem Fall beim Wiederverbinden nach oben. Also auch schauen, dass man das eben wirklich nicht vergisst. WLAN-Kabel noch mal kurz checken. Läuft alles drumherum. Ja, und dann einfach wieder verschrauben. Und ruckzuck hat man das dann hier auch geschafft. Ja, und dann denke ich, können wir eigentlich auch den Akku wieder einbauen. Und das ist auch keine große Sache. Der hat übrigens hier neben den eigentlichen Schrauben noch so kleine Hilfsöffnungen, so kleine Positionierhilfen. Das heißt, der kommt eben unter die 2,5 Zoll. Und dann kommt der hier drüben rein. Und hier drüben auch. Ja, und dann sitzt der ja im Grunde genommen perfekt. Und dann kann man den wieder verschrauben. Und genauso wie beim Lüfter nicht vergessen am Ende, wenn man alles erledigt hat, wirklich ganz zum Schluss, nicht vergessen, den Akku auch wieder zu verbinden. Sonst muss man die Unterseite nochmal abmachen und das will man eigentlich nicht. Genau, bis ganz rein. Und dann kann man als letzten Schritt die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach nur von oben auf das Gerät und drückt die nach unten zu. Und da kann man auch echt fest drücken. Gibt es überall Einraststellen. Und ich gehe dann auch am Ende immer noch einmal um das Gerät herum. Hier zum Beispiel, ne, da sieht man das und schaue, dass da eben wirklich alles verschlossen ist, dass da keine Lücke mehr zu sehen ist. Und dann muss man das Gerät nur noch wieder verschrauben und hat das hier ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.